Guten Morgen, wir starten in einen neuen Vlog. Es ist Mittwoch, gleich 7 Uhr und ich bin seit 4 Uhr wach, kann nicht schlafen. Und ja, ihr habt es ja schon mitbekommen, letzten Sonntag kam kein Vlog, weil ja, nicht nur ich, sondern fast alle hier krank waren oder teilweise noch sind. Ich glaube, nur 3 Kinder waren nicht krank, ansonsten waren wir alle krank und vor allem mich hat es richtig erwischt. Es geht ja irgendwie gerade irgendeine komische Grippe, irgendein Virus, Influenza, Corona, keine Ahnung was da wieder durch die Gegend läuft. Aber ja, ich war eigentlich seit Corona damals nicht mehr so doll krank gewesen. Und dann also schwanger und krank, das war echt Katastrophe. Also es ist jetzt 1,5 Wochen und ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich habe gefühlt eine ganze Woche im Bett gelegen und ja, halt so richtig so dieses mit Fieber und Schüttelfrost und Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen, so dieses wirklich so dieses ganze komplette Drum und Dran. Ich muss parallel hier mein Kefir abgießen und dachte, ja, ich erzähle mal kurz. Auf jeden Fall dachte ich so, ich bin es auch nicht gewöhnt, krank zu sein. Ich bin ja Alhamdulillah wirklich, Gott sei Dank, sehr, sehr selten krank. Wenn man krank ist, wenn man mal krank wird, dann schätzt man die Gesundheit umso mehr. Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, gestern dachte ich so, das war nämlich die erste Nacht auch, wo ich richtig gut wieder durchgeschlafen habe, richtig schön geschlafen habe, weil auch die ganze Zeit, ich kann die ganze Zeit nicht richtig schlafen. Gestern habe ich so richtig schön geschlafen und dann bin ich, also gestern, so vorgestern, und dann bin ich gestern aufgestanden und habe mich fitter gefühlt, ja, obwohl ich trotzdem noch so ein bisschen verschnupft bin und noch so ein bisschen so abhuste. Es ist immer noch so irgendwie so der Schleim, der irgendwie noch so fest sitzt, so dass ich so abhusten muss. Aber ich habe mich schon fitter gefühlt, weil ich habe am Montag versucht, wieder zu arbeiten. Ich habe ein Rezeptvideo abgefilmt am Montag. Dachte ich, komm, ich mache nur das, mehr mache ich nicht. Aber ich habe am Ende des Videos schon beim letzten Satz, schon beim Outro, ist mir schon schwindelig geworden und ich dachte, ich kipp gleich um. Also ist mir richtig der Kreislauf fast zusammengebrochen. Und dann dachte ich so, oh nee, du bist doch nicht fit. Und dann habe ich mich dann nochmal schön ausgeruht dann am nächsten Tag und so. Und dann gestern, wie gesagt, habe ich so aufgestanden und gesagt, oh, okay, ich fühle mich schon besser. Und habe dann gestern richtig viel gemacht und habe auch ganze Zeit gefilmt und so und habe mich auch richtig gut gefühlt, habe mich richtig fit gefühlt. Da dachte ich so gleich, komm, ich muss mein Schlafzimmer auch noch putzen, weil ich da eine Woche lang gegammelt habe. Es war ganz staubig, ich wollte die Bettwäsche wechseln, Wäsche liegt da rum zum Zusammenlegen. Habe das noch gemacht, also ich war halt so, habe wieder übertrieben. Also das ist wirklich so, das bei mir, das mag ich wirklich nicht, wo ich da mich selber immer wieder so ja, überschätze oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall fing es dann an, dass ich dann am frühen Abend so viel gehustet habe, weil wie gesagt, irgendwie, ich habe immer noch dieses Gefühl, so dieser Schleim sitzt hier und der will nicht raus. Und dann hatte ich so einen Hustenreiz und habe so viel gehustet, dass ich am Ende mich auch übergeben musste durch dieses ganze Husten wie so eine Verrückte. Und dann müssen wir mal überlegen, so über eine Woche die ganze Zeit husten, das geht ja auch voll auf den Bauch die ganze Zeit. Ich hatte auch richtig, meine Rippen haben richtig geschmerzt beim Husten. Ja, so anstrengend, ich sag's euch. Und dann kann ich ja auch nicht viel nehmen. Ich habe halt die ersten Tage bei der Grippe halt so ein bisschen Paracetamol eingenommen. Das konnte ich halt einnehmen und ansonsten halt so mit Tee und alles so mich versucht so auszukurieren. Aber sonst habe ich nicht viel gemacht. Ja, und dann gestern bis zum Abend dann ging es mir so schlecht. Also meine Beine waren richtig dick, weil ich dann wieder auf einmal zu viel auf den Beinen war. Und mein Bauch war so hart. Jetzt ist es besser, er ist immer noch relativ hart, aber nicht mehr so schlimm wie gestern Abend. Ich habe mich schon erschrocken, weil ich mir schon nicht sicher war, ey, sind das jetzt irgendwelche Vorwehen oder so. Deswegen bin ich froh, dass ich heute wieder einen Kontrolltermin beim Frauenarzt habe um 9:30 Uhr. Da bin ich happy, dass sie mich direkt untersuchen kann, weil ich habe schon ein bisschen Panik gekriegt. Und immer wenn ich ChatGPT frage, der will mich immer direkt dann zum Notarzt schicken. Oder in den Kreissaal und weiß ich was, der macht mir da immer total Panik. Und ja, wer mich nicht kennt, ich bin halt wirklich so,
ich renne nicht direkt zum Arzt, weil ich bin halt so, ich gehe sehr selten zum Arzt. Ich gehe wirklich so zum Arzt, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und meistens habe ich die Erfahrung gemacht, wenn ich wirklich mal beim Arzt war mit irgendwelchen Beschwerden, ja, auch früher mal, ne, sei es damals so, war es ja durch die Pille so mit meinen Wassereinlagerungen und hier und das und so. Und immer wenn ich irgendwelche Beschwerden hatte oder wirklich mal richtig was Schlimmes hatte, dann habe ich mich immer nie ernst genommen gefühlt beim Arzt, sondern hieß dann immer so, ja, brauchen Sie Krankschreibung, ja, hier dies oder hier das, Medikamente und das war's, aber nie so wirklich dass ein Arzt so nach einer Ursache so suchen will. Und deswegen bin ich halt immer so, ich will halt immer nicht zum Arzt gehen direkt. Aber ja, wie gesagt, ich konnte es jetzt auch nicht einschätzen. Ich meine, hey Leute, wie gesagt, die letzte Schwangerschaft, die ist fast 17 Jahre her. Und jetzt weiß ich wirklich nicht, ich weiß halt bei den Sechslingen zum Beispiel, da hatte ich ja auch schon vorzeitig Wehen die ganze Zeit damals, als ich schon im Krankenhaus lag. Und ich habe das nicht gespürt, weil mein Bauch so unter Spannung war. Und gestern war auch mein Bauch einfach so doll hart und hat so gedrückt und gespannt, aber es war halt nicht wie so Kontraktion, dass man sagt, okay, das kommt jetzt, zieht und geht wieder, ne? Also das weiß ich schon so ein bisschen, wie Wehen sind. Aber das weiß ich nicht, was das halt bedeutet, wenn der Bauch halt einfach so die ganze Zeit so knallhart ist und einfach so drückt und richtig so wirklich so ein unangenehmes Gefühl, ob das halt auch so eine Art Wehen sind oder einfach nur irgend so eine Belastung, wie gesagt, zu viel gemacht, die ganze Zeit dieses Husten, das geht ja auch alles auf den Bauch. Ich weiß nicht, deswegen bin ich froh, dass ich ja später zur Untersuchung fahre, dass sie einmal alles abcheckt, ob alles in Ordnung ist. Hier ist es auch noch super ruhig. Es ist immer noch dunkel draußen und die Kids sind auch noch nicht aufgestanden. Die haben heute irgendwie alle Wandertag, Ausflüge und so weiter. Deswegen haben, glaube ich, die meisten heute später Schule. Gott sei Dank, die wissen selber, wann die aufstehen müssen. Ja, und heute habe ich eben auch wieder nicht schlafen können. Ich bin irgendwie kurz nach 1 schlafen gegangen und dann bin ich eben um 4 wach geworden. Also ich glaube, knapp 3 Stündchen habe ich geschlafen. Also ich werde mich definitiv heute nochmal, wenn ich vom Arzt wiederkomme, irgendwie nochmal hinlegen müssen. Ja, Prost jetzt erstmal für diesen Kaffee. Ja, ist gut. Ich räume jetzt hier ein bisschen auf, gieße jetzt meine Kefirknollen nochmal neu auf und dann ja, sehen wir uns nochmal nach dem Frauenarzt und dann gucken wir mal, was sie gesagt hat und hoffentlich geht es der Kleinen gut. Die ist ja sehr aktiv und strampelt auch viel, richtig schön kräftig. Hatte ich das gesagt, ich bin heute Schwangerschaftswoche 25 plus 4. Laut meiner Waage, beim Arzt ist auch immer die Waage mal anders. Laut meiner Waage habe ich bis jetzt immer noch nicht viel zugenommen. Also, das ist halt gut, ich freue mich. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet, jetzt in der Schwangerschaft. Ich muss sagen, ich habe immer das, worauf ich auch Appetit hatte und so weiter gegessen. Ich habe regelmäßig, Hikmet, der bringt mir auch fast täglich irgendwelche Kuchen, Gebäck, irgendwelche Süßigkeiten mit. Das ist immer typisch Hikmet. Der muss immer mal irgendwas mit irgendwelchen Naschereien bringen. Und der weiß, dass ich halt auch jetzt in der Schwangerschaft so schon viel Appetit auch auf Süßes habe. Ich hatte mir auch heute sogar welche Zimtschnecken mitgebracht. Also ja, ich versuche mich da auf jeden Fall ausgewogen, trotzdem gesund und genug Gemüse und so weiter, Obst und so alles zu essen. Aber ich verzichte auf nichts, habe jetzt gar nicht so wirklich jetzt irgendwie aufgepasst oder so und habe jetzt bis jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Kilo, wobei jetzt auch die letzten Tage war nichts, jetzt war ich sowieso ja krank, habe ich auch ein bisschen sogar zu wenig gegessen. Aber ja, jetzt merke ich, gerade sind meine Beine wieder dick, dass es viel Wassereinlagerungen sind. Deswegen habe ich so das Gefühl, dass ich selber so jetzt so körperfettmäßig, glaube ich, eher gar nichts zugenommen habe. Sondern wenn, dass das halt wirklich so alles Schwangerschaft und Wasser und so weiter ist. Aber ja, finde ich auch ganz gut. Ist ja auch immer anstrengend. Schwangerschaft ist sowieso anstrengend, wenn dann noch viele Kilos dazu kommen, dann sowieso. Deswegen bin ich froh, wenn es dann nicht ganz so viel wird und vielleicht so unter 15 Kilo bleibt. Was ich denke, also Hebammen
meinte, bis jetzt ist es richtig super. Von daher hoffe ich, dass das auch so bleibt. Da muss man später nach der Geburt nicht so viel abspecken, ne? Das ist ja dann einfacher. Also wir sehen uns dann nach dem Frauenarzt wieder mit einem Update und was jetzt diese Beschwerden jetzt wirklich waren. Ich bin wieder zurück vom Arzt. Alles ist okay, Alhamdulillah, Gott sei Dank. Sie hat kontrolliert, da ist jetzt irgendwie nichts aufgegangen, Gebärmutterhals oder so ist nicht verkürzt oder irgendwas, dass jetzt irgendein Anzeichen wäre, dass ich jetzt irgendwie Wehen hatte oder so. Ist also alles gut. Mausi ist gewachsen. Ich dachte ja, weil ich bin ja Woche 25,4 und die Sechslinge sind ja 26,5. Ja, 26,5 auf die Welt gekommen. Und deswegen dachte ich, sie ist jetzt auch so um die 800 Gramm, weil damals die Sechslinge war Ahmed ja der Größte mit 850 Gramm. Aber nein, Mausi ist schon 1100 Gramm. Ja, also schon groß. Also ich meinte, ist normal. Sie meinte damals halt die Sechslinge, weil die halt so viele waren die sozusagen eigentlich kleiner für die Woche. Ne, also eigentlich in genau einer Woche, eine Woche später und dann habe ich sozusagen Geburtsgewicht der Sechslinge erreicht. Aber ja, ich habe jetzt nochmal gesagt, ne, dass ich krank bin und so weiter. Und es sind jetzt, wie gesagt, 1,5 Wochen, seit ich krank bin. Jetzt hat sie mir, weil ich habe die ganze Zeit Nasenspray benutzt, ich hatte nämlich schon ChatGPT gefragt, er meinte, ja, nee, nur einmal am Tag, also das für Erwachsene, weil das ist ja auch so gefäßerweiternd, da kann auch irgendwas mit der Gebärmutter irgendwie, keine Ahnung. Und sie meinte auch, nee, das normale Nasenspray nicht nur, also nicht länger wie eine Woche, ich soll lieber das mit 0,05 Nasenspray-Lösung, also die für Kinder, dann werde ich das jetzt verwenden. Und dann hat sie mir hier Schleim lösend, weil ich krieg, wie gesagt, ich kann nicht abhusten. Es sitzt hier richtig tief, dieser Schleim, und das reizt die ganze Zeit so. Und es ist einfach so anstrengend, dieses Husten. Deswegen hat sie mir ACC Akut-Hustenlöser. Ja, das ist wahrscheinlich halt so eine Chemiebombe oder so. Aber ich hoffe, das wirkt jetzt. Ich habe mir noch ein bisschen was Natürliches geholt. Ich war nämlich noch kurz im Biomarkt. Ich trinke das mal schnell. Kakao hatte ich mir noch geholt. Ich hatte irgendwie voll Lust auf eine Kakaomilch. Wie random, ne? Aber ja, anscheinend so ein Schwangerschaftsgelöst gerade gehabt im Supermarkt. Ich habe ein bisschen Kakao getrunken. So, ich habe einmal Kartoffeln gekauft. Ich fand die so schön, weil die sind so rote Kartoffeln. Was heißen die? Rotschalige Kartoffeln. Dann habe ich mir noch so einen Atemtee mitgenommen. Ayurvedischer Kräutermischung mit Eukalyptus, Basilikum und Thymian. Ist auch ganz gut für Husten. Und mein After-Dinner-Tee, den trinke ich eigentlich meistens so nach dem Essen. Oder auch so abends, so mit Fenchel, Anis, Kardamom. Ist immer gut, so ein bisschen für die Verdauung. Und dann habe ich mir einen Lauch besorgt. Musste noch kurz zum anderen Supermarkt, weil ich habe jetzt seit Tagen, ich sehe auch überall auf Instagram, überall diesen japanischen Cheesecake, ja. Das ist so random, aber ich habe so Appetit drauf bekommen. Deswegen habe ich mir hier auch nochmal griechischen Sahnejoghurt, extra diese kleinen Becher gekauft und einmal Vanillequark, weil ich will das beides einmal reinmachen. Ich mache nämlich das auch als Vanillequark-Variante. Denn witzig ist, dass du machst einfach nur die Lotuskekse da rein in den Joghurt, lässt es, ja, die sagen über Nacht halt ziehen und dann sind die Kekse weich, dann ist es wie so ein Kuchen. Das kenne ich. Ich habe schon oft mit den Lotuskeksen mir so ein schnelles Dessert gemacht, aber da habe ich es mehr ein bisschen wie so ein Tiramisu gemacht. Also die Kekse halt auch in Kaffee getunkt und dann hatte ich auch, weiß ich, so eine Joghurt-Quark-Creme mir gemacht, weil das ist ein guter Kontrast zu den sehr süßen Keksen. Aber so simpel habe ich es nicht gemacht, deswegen werde ich mir das auf jeden Fall heute machen. Wenn ich das die ganze Zeit sehe, hatte ich da richtig Appetit drauf. So, dann habe ich noch mal ein paar Bananen geholt. Ich mag aus dem Biomarkt diesen körnigen Frischkäse. Was ist das für eine Marke? Züger Frischkäse. Der ist irgendwie so richtig lecker, weil der schmeckt auch pur richtig, richtig gut. Melly mag den nämlich auch richtig gerne und den finde ich immer nur im Bioladen. Hier ist noch ein Sahnejoghurt. Griechischer. Dann Backpulver habe ich mir nachgeholt. Dann habe ich Xylit gekauft. Den hatte ich jetzt lange nicht mehr geholt. Das ist ja dieses mit 40% weniger Kalorien als normaler Zucker. Also den verwendest du ja normal wie Zucker. Es gibt ja einmal, das ist der Birkenzucker, ne, Xylit. Weil es gibt ja noch den anderen, Xylit und Erythrit.
Elytrit ist der hat, glaube ich, ja gar keine Kalorien. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall dachte ich, okay, manchmal vielleicht als Alternative so ein bisschen zuckerärmer. Vielleicht ist es ja ganz gut. Dann eine neue Spülbürste, beziehungsweise ich mache damit immer mein Kaffeedings da sauber. Meine ist schon richtig so platt geworden. Ingwer, ich trinke auch die ganze Zeit viel Ingwer-Zitronentee. Vanillepaste war leer. Klarspüler, da kaufe ich auch immer eher im Bioladen, dass es halt so diese veganen, natürlichen Klarspüler sind, statt diese ganzen Chemikalien, die da drin sind. Dann habe ich mir so einen fetten Bottich Tomatenmark geholt. Ahornsirup hat gefehlt. Und dann habe ich hier eben diesen Fenchel, Thymian, Honigsirup. Bei Hustenreiz und Heiserkeit auf natürliche Weise wohltuend für Hals- und Atemwege. Ohne Zusatzstoffe, ohne Zuckerzusatz, alkoholfrei. Ja, dachte ich, kann ja mal ab und zu noch das noch dazu löffeln. Ach, ist ja praktisch und so eine. 3-mal täglich 1 Teelöffel pur verzehren, dabei den Honigsirup möglichst lange im Mund- und Rachenraum behalten. Kann auch in Flüssigkeiten, zum Beispiel in Tee, verzehrt werden. Dann seht ihr, gucken wir mal. Aber auch nicht so teuer, war 4,99, deswegen habe ich das mal mitgenommen. Karotten habe ich geholt. Ich habe eigentlich online meinen Einkauf gemacht, der kommt morgen nochmal. Das waren jetzt so ein paar Sachen noch, die mir gefehlt haben. Dann, was ich auch noch gerne kaufe, so im Bioladen, ist die vegane Leberwurst. Und zwar ist die aus Erbsenprotein. Ich finde die voll lecker. Also ich mag ja so gerne Leberwurst. Im türkischen Supermarkt gibt es auch mittlerweile von bestimmten Marken, die heller sind. Aber ich finde die vegane Variante mit Erbsenprotein irgendwie noch leckerer. Also ab und zu kaufe ich das. Ein bisschen Knoblauch, den kaufe ich halt auch immer Bio-Qualität, dass das nicht so ein China-Knoblauch ist. Ein Sellerie und rote Beete, weil ich habe so Lust auf rote Beete-Suppe. Deswegen habe ich mir schöne 2 dicke Knollen, ich glaube, die mache ich später. Einfach eine schöne, fette rote Beete-Suppe. Da habe ich so richtig Lust drauf. Und falls ihr es seht, ich muss mich hinlegen. Ich sehe aus wie ein Zombie. Meine Augen sind knallrot. Einerseits auch, weil meine Nase die ganze Zeit halt läuft. Und auch so, weil ich kaum geschlafen habe, merke ich, dass halt richtig meine Augen brennen. Und dann ist auch noch richtig schön Sonnenschein. Aber ich hatte meine Sonnenbrille im Auto auch vergessen. Und mir hätte ja auch die ganze Zeit auch noch die Sonne in die Augen geknallt. Und jetzt bin ich richtig fix und fertig. Ich packe also jetzt den Einkauf weg und dann lege ich mich erstmal hin und dann mache ich später ein Süppchen. Ich bin gerade wieder zurück. Ich war nämlich wieder beim Frauenarzt. Heute musste ich da 3 Stunden rumsitzen, weil ich hatte diesen großen Blutzuckertest. Das kennt man ja mittlerweile. Gibt es auch viele, habe ich gemerkt, haben mir auch viele auf Instagram und so geschrieben, die so ein bisschen gegen diesen Blutzucker-Glucose-Test sind. Damals, ich habe das bei allen Schwangerschaften gemacht. Ich weiß gar nicht, bei den Sechslingen, ob die das gemacht haben im Krankenhaus. Ich glaube nicht, nee, die sind ja eh früh gekommen. Weiß nicht, ich glaube, außer bei den Sechslingen hatte ich das nicht, aber ansonsten habe ich das immer gemacht. Weiß nicht, mittlerweile sagen manche, dass das vielleicht nicht so gut ist oder so, keine Ahnung. Also Zeiten ändern sich ja immer, man wird ja immer mit allem etwas kritischer, aber da ich das auch bei den anderen Kindern gemacht hatte und habe jetzt keine negativen Erfahrungen und die Hebamme hat es auch empfohlen. Und da ich ja sowieso jetzt die ganze Zeit so einen Verdacht hatte auf eine Schwangerschaftsdiabetes, habe ich es gemacht. Jetzt sagt sie zu mir,
Ich hatte erstens den Nüchternwert, war wieder an der Grenze, der war 94. Und dann war nach einer Stunde war es 135 und nach 2 Stunden 129. Dann hat sie gesagt, nee, ich muss jetzt wieder in die Charité, weil das ist ja nicht so besonders. Also es ist grenzwertig. Es ist halt nicht schlecht, alarmierend, aber es ist grenzwertig. Jetzt habe ich nochmal meine Liste geguckt. Ich hatte ja am Anfang, aus der Puste, ne? Ich sag's euch. Ich kann nicht mehr. War ich ja in der Charité bei der Diabetesberatung, schwangeren Diabetesberatung. Da hatten sie mir ja dieses Gerät gegeben. Da hatte ich ja ganz am Anfang ja meinen Blutzucker gemessen und so. Und der war ja richtig gut, wenn ich den immer gemessen hatte. Nüchtern und nach dem Essen. 3-mal oder 4-mal am Tag habe ich das ja gemessen gehabt. Und dann war ich wieder in der Charité. Da meinten die, ja, das sieht ganz gut aus. Aber die wollte trotzdem, dass ich sicherheitshalber noch so eine 24-Stunden-Messung mache, wo man das so irgendwie so raufklebt auf den Arm, irgendwas. Das sollte ich mir bestellen online. Hat sie mir da so einen Link gegeben, irgendwas. Ich habe das nicht hinbekommen. Beziehungsweise ich hatte Medium gesagt, mach das mal für mich, und die hat das irgendwie nicht hinbekommen, und dann so ein Hin und Her, und dann war ich selber so zu faul und habe das nicht gemacht. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt doch noch mal hingehe. Ich werde auf jeden Fall anrufen. Ich habe hier noch die Nummer, weil meiner Meinung nach Nüchternwert, den sie jetzt hier sagt, ist 94, und laut der Liste, die ich ja hatte von der Charité, von der Diabetesberatung, war es so, dass der Grenzwert bei denen 95 ist. Ja, das heißt, ab 95 ist es sozusagen zu hoch, und der war jetzt 94. Und dann nach dem Essen ist auch hier der Sollwert 140, und bei mir war es ja 135, also war es ja nicht über 140. 140 ist hier die Grenze. Deswegen weiß ich nicht, ich rufe da mal an und frag sie mal, ob ich jetzt wirklich noch mal kommen soll, um jetzt noch mal weiter zu schauen oder was. Ja, keine Ahnung. Also das ist der aktuelle Stand auf jeden Fall hier zu dem, und ich sag's euch, ich bin ja wahrscheinlich auch, weil ich auch noch krank bin, immer noch nicht ganz gesund. Ich bin da noch am Abhusten. Ich trinke ja jetzt dieses ACC-Hustenlöser. Das löst aber auch. Ich huste, aber ich merke jetzt, kommt der Schleim wenigstens hoch und raus. Aber das Ding ist, ich muss langsam mich beeilen. Weil jetzt bin ich ja noch, morgen bin ich 26. Schwangerschaftswoche. Das Ding ist, ihr wisst ja, ne, dadurch, dass ich ja 2-mal Kaiserschnitt hatte, bei den Sechslingen und bei Malik Musa, bei dem letzten, ist es ja eigentlich schon eher vorhersehbar, dass auch das Baby, dass auch die Kleine mit Kaiserschnitt kommen muss. Ja, das wird der Arzt noch mal schauen am Ende, bei der Kontrolle nochmal, aber es sieht eigentlich so danach aus. Und wenn es so ist, dann ist es ja so, dass sie die Babys meistens 1 bis 2 Wochen vorher holen. Bei Mike Musa war das sogar fast 2 Wochen vor seinem gerechneten Geburtstermin. Das heißt, der errechnete Geburtstermin normale ist ja ungefähr 2. Mai, aber falls Kaiserschnitt wäre wahrscheinlich so um den 20. April. Ja, und wir haben jetzt nicht mal mehr was ist denn heute? Wir haben nicht mal mehr 3 Wochen oder 3 Wochen so ungefähr, und dann fängt Ramadan an. Dann fängt ja der Ramadan-Monat an. Das heißt, wenn alles gut geht, inshallah, bekommt ihr von mir wieder die Ramadan-Vlogs, die täglichen. Ich werde nicht mitfasten, für diejenigen, die sich das gleich fragen werden. Als Schwangere und Stillende muss man nicht fasten, ist man befreit davon. Ja, also generell alles, ne, man muss gesundheitlich in der Lage sein und so und so. Aber während Schwangerschaft, es gibt Frauen, die sind in der Lage, die fasten, aber das sollte man auf jeden Fall mal mit dem Arzt abklären. Aber ich habe in meinen Schwangerschaften immer nicht gefastet. Von daher, ich werde nicht mitfasten, aber trotzdem machen wir hier Ramadan. Ne, alle anderen fasten ja. Von daher, ja, ich hoffe, es wird dann wieder schön in die Ramadan-Vlog-Reihe kommen. Da ich ja die Victoria habe, die mir fleißig hilft beim Videoschneiden, hoffe ich mal, dass das gut klappt. Ich werde sehen. Ich kann, wie gesagt, nichts garantieren, weil ich merke, ich dachte so nach einem Arzt, ich meine, ich habe da 3 Stunden gesessen in der Praxis und gelesen und so weiter, war ja eigentlich ganz chillig. Aber ich merke, ich fange an, so Wasser jetzt einzulagern. Meine Beine sind jetzt schon dick, weil ich habe ja die ganze Zeit gesessen, und zu Hause versuche ich immer, meine Beine hochzulagern. Und dann dachte ich mir noch so, komm, weil ich musste noch ich musste noch eine Routine abgeben, dachte ich, komm, ich gehe mal kurz in den Laden. Ich muss ja mal langsam gucken, ne, was fürs Baby, weil so gerade was so, wenn ich wirklich in den Laden will. Online bestellen ist ja kein Problem, kannst ja alles so schnell machen. Aber wenn ich so einen Laden will, merke ich bin nur ins Einkaufscenter gefahren, durchs Einkaufscenter gelaufen. In 2 Geschäfte bin ich nur reingegangen. Und ich dachte schon, ich kippe aus den Latschen, ich kann nicht mehr. Ich fühle mich so, und das passt. Ich habe es gerade nicht mitgesagt, ich habe gestern noch was gelesen. Da ging es darum, dass
dass eine Schwangerschaft für den Körper der Frau einfach so ein Aufwand ist, ja, als würde man täglich einen Marathon laufen. Und glaubt mir, so fühle ich mich gerade. Ich bin sowas von aus der Puste, ich bin einfach K.O. Wie gesagt, nur um in einen Laden zu gehen. Und ich dachte mir so, komm, ganzen Ramadan, ich werde keine Zeit haben. Und nach Ramadan, dann haben wir ja schon fast Ende März, wisst ihr, und dann habe ich ja eigentlich nicht mal mehr den ganzen April. Und dann nochmal so hochschwanger. Ich glaube, da werde ich kaum aus dem Haus kommen können. Ich sag so, man merkt schon, es ist einfach auch ein bisschen auch das Alter bedingt, sage ich jetzt mal. Also habe ich schon das Gefühl, dass es einfach wirklich anstrengender ist. Ich meine, okay, jetzt bin ich auch noch seit 2 Wochen krank. Das macht das Ganze natürlich noch anstrengender. Aber ich dachte, komm, ich gehe mal zu C&A, weil ich dachte, vielleicht erwische ich ja was. Es ist ja gerade aktuell auch Sale und so. Aber danach, ich stand in dem Laden, gucke links und rechts, gucke und ich war so lost. Ich war so die ganze Zeit, was braucht denn das Baby? Und dann im Nachhinein ist mir eingefallen, dass ich weiß, warum ich so lost bin und gar nicht mehr so weiß. Nicht nur, dass es super lange her ist, ja, die letzte Schwangerschaft ist ja 17 Jahre her, sondern ich habe eigentlich das letzte Mal Babyausstattung vor 21 Jahren geshoppt. Wisst ihr warum? Weil für die Sechslinge habe ich gar nichts gekauft gehabt, denn ich hatte die komplette Erstausstattung für die ersten 3-4 Monate. Hatten wir damals von Kick gesponsert bekommen. Die hatten uns komplett damals für alle 6 Babys die ganze Erstausstattung für die ersten Monate geholt. Und dann, weiß ich noch, hatte ich von denen auch noch so einen Gutschein, beziehungsweise so eine Gutscheinkarte, dass ich dann halt, ich glaube, 1 Jahr lang hatte ich dann nochmal irgendwie immer 20% Rabatt oder so. 15 oder 20, bin mir nicht ganz sicher. Und habe dann immer bei Kick geshoppt gehabt. Aber die Erstausstattung habe ich nicht besorgt. Und dann, als Malik Musa kam, musste ich auch nichts kaufen, weil ich hatte alles von den Sechslingen. Ja, ich hatte alles 6-fach und ich musste nichts kaufen. Ja, und deswegen wundere ich mich, warum ich so lost bin. Ich muss mir mal so eine Liste jetzt machen, so mit so wichtigsten, so wie viele Buddies man braucht, wie viele so. Gibt es ja auch sowas, auch online, ne? Also ich habe wirklich schon so das Gefühl, als wäre das jetzt mein erstes Kind. Deswegen bin ich gerade so lost. Und ich will jetzt auf jeden Fall, bevor der Ramadan anfängt, muss ich mein Schlafzimmer aufräumen. Also mein Schlafzimmer-Kleiderschrank muss ich noch mal ein bisschen ausmisten, weil der ist sowas von voll. Und dann diese eine Kommode, was ich euch ja in den Vlogs davor gezeigt habe, die mache ich leer. Und wasche schon mal die Sachen, die ich da habe. Ein paar Sachen hatte ich ja von der Babyshower geschenkt bekommen. Letztens hatte ich einen Strampler noch gekauft, weil ich den süß fand, als ich irgendwo war. Und jetzt habe ich die paar Sachen und jetzt will ich mal alles mal so waschen und langsam anfangen einzuordnen und mir so eine Liste machen, was ich alles habe, was ich dann eventuell halt noch brauche. Weil ich meine, ja, sowas wie Kinderwagen und das kannst du alles im Nachhinein, kann man alles noch schnell kaufen, so, wisst ihr? Hauptsache ist nur, dass man so ein bisschen so diese Sachen, so wichtigsten Klamotten und so weiter fürs Baby hat. Ein Bett kann ich mir auch schnell bestellen, so, das ist alles so, das geht eigentlich relativ schnell. Kann ich dann auch später alles online machen. Naja, auf jeden Fall habe ich hier so ein 5er-Pack Buddies gekauft, weil die waren reduziert von 17,99 auf 12,99. Und das war jetzt auch so, ne? Wenn die jetzt so Ende April, Mai kommt, dann ist es ja noch nicht so warm. Und dann überlege ich so die ganze Zeit, weil jetzt waren ja viele Wintersachen, ne? Ob es dann Sinn macht, so Wintersachen, weil das geht ja dann Richtung Sommer. Auf jeden Fall, dann wusste ich auch nicht wegen der Größe. Ich sag's euch, ne? Da habe ich gesagt, okay, 56 fand ich so sehr, sehr klein. Meinte ich so, lieber größer, weißt du, dann schwimmt das Baby halt ein bisschen mehr in den Klamotten, als wenn es dann nach, keine Ahnung, 2 Wochen nicht passt. Deswegen habe ich jetzt die Größe 62 genommen, was 2 bis 3 Monate ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich so 56er Größe unbedingt irgendwas brauche. Auf jeden Fall die war ganz süß, eben Langarm, weil das ja eher Frühling ist. 3 verschiedene Farben und Modelle. Eigentlich will ich ja die ganze Zeit so ein bisschen neutraler die Sachen kaufen. Einfach auch deswegen, dass das nicht alles so pink und rosa und sehr mädchenhaft ist. Einfach deswegen, weil ich mir denke, dass ich später die Sachen direkt zur Seite packe für Maryam. Ja, wenn die ja sowieso jetzt dieses Jahr inshallah heiratet, was ist das für eine Sprache, heiratet. Ich meine, sie hat ja nicht geplant, irgendwie direkt ein Kind zu bekommen oder so, aber man weiß ja nie und trotzdem in 2-3 Jahren vielleicht ist es dann soweit, da kann man ja die Sachen gut zur Seite legen.
Aber ja, da habe ich jetzt nichts so Neutrales so unbedingt gefunden. Deswegen hier, ich finde einfach am Anfang, gerade wenn die Babys sehr klein sind und ich meine, das Baby ist ja auch die ganze Zeit zu Hause, so Strampler, einfach so. Strampler fand ich am besten, das war jetzt nicht reduziert, ist auch 62 für 9,99, Baumwollstrampler. Fand ich jetzt ganz süß. Das fand ich gut, weil das war ein Dreierpack. Und für 3 Bodies 24,99, also auch Normalpreis, nicht reduziert, finde ich auch sehr gut. Hast du hier einmal eben dann doch rosa. Blümchen, könnte später, wenn man einen Junge kriegt, auch ein bisschen Blümchen tragen, keine Ahnung. Hier ist auch Babyblau mit, na okay, und rosa. Naja, gut, ja, eigentlich will ich so ein bisschen neutraler kaufen. Aber wer weiß, wenn es dann ein Junge ist, dann muss sie sich die Sachen dann ein bisschen aussortieren. Und wenn sie dann später ein Mädchen kriegt, dann hat sie umso mehr Sachen. Aber das fand ich süß. Und wie gesagt, ich finde solche Strampler-Buddies für Babys immer am besten am Anfang. Also wie gesagt, ich nehme euch dann nächste Woche dann nochmal mit. Ich hoffe, ich bin bis dahin ein bisschen fitter. Dann fangen wir mal ein bisschen an. Ja, die Kommode einzurichten und machen wir uns mal eine Liste, was wir alles brauchen und ja, wasche dann schon mal die ersten Sachen und räume die schon mal ein. Wie gesagt, einfach können ja schon im Schrank liegen, die Sachen gewaschen, da passiert ja nichts mehr mit, ne? Und dann gucken wir mal, weil wie gesagt, nach Ramadan wird dann auch wieder alles knapp und man weiß ja nie, ich meine, okay, es sieht ja alles gut aus jetzt mit meinem Gebärmutterhals. Jetzt hatte ich ja Angst, dass ich so vorzeitige Wehen hatte oder so, aber ist ja alles gut. Trotzdem merke ich, die Hebamme war gestern auch hier zu Hause und hat mich nochmal untersucht und sie meinte auch, ja, das ist, ich merke halt einfach, jetzt war ich auch wieder unterwegs und mein Bauch wird dann einfach so hart und spannend. Sie meinte, es ist einfach schon, ist schon so einfach eine Überanstrengung, ne? Deswegen, auch wenn es jetzt gut aussieht, weiß man ja nie, ne? Nicht, dass dann doch später irgendwas vorzeitig losgeht. Ach, der ist komplett rot. Ist ja auch süß. Man weiß nie, ne? Ich habe gefühlt jetzt an den Vlog euch die ganze Zeit nur zugequatscht, ne? Aber was soll ich machen? Jetzt ganze Zeit entweder nur krank und jetzt die Arzttermine auch mit Herzchen, ist süß. Ja, also so viel habe ich geshoppt. 3er-Pack Body, ein Strampler und 5er-Pack Langarm-Bodies. Ja, 3er-Pack Strampler, ein einzelnen Strampler und 3er-Pack Bodies und schon 47 €. Das ist halt auch immer nicht so günstig, ne? So Babysachen, denkst du ja klein, Babysachen, aber kostet trotzdem ein bisschen was, ne? So günstig ist das jetzt auch nicht. Ich glaube, ich beende hier auch den Vlog für diese Woche. Die Woche ist auch sowieso schon zu Ende. Ich versuche mich noch so gut ich kann auszukurieren. Und dann ja, legen wir übernächste Woche ein bisschen los vor Ramadan-Vorbereitung. Und dann, wie gesagt, dann kommt die Ramadan-Vlog-Reihe. Und danach ist auch schon fast Geburtsvorbereitung und alles. Finito. Die Zeit rennt einfach, Glaubt mir, es ist einfach so, die Zeit geht so schnell um. Ach, guckt euch diese Kugel an, ja. Oh. Ich habe jetzt auch noch mal geguckt, also jetzt habe ich so ungefähr um die 8 Kilo insgesamt zugenommen. Die Hebamme meinte auch, es ist gar nichts. Aber ich merke, es ist halt viel Wasser jetzt, auch meine Ringe. Ich kann schon nicht mehr alle Ringe tragen. Das sind gerade die auch normalerweise ich an anderen Fingern trage. Aber meine anderen Ringe passen auch nicht und meine Beine sind dick. Und ich habe immer noch nicht meine Kompressionsstrümpfe abgeholt. Weil ich muss ins Reformhaus dann noch hinfahren und die müssen meine Beine abmessen. Und die haben extra gesagt, weil als ich da war ich zu spät. Die so, nee, sie müssen morgens kommen, wenn die Beine noch nicht geschwollen sind. Ja, und dann war ich jetzt die ganze Zeit krank und bin nicht dazu gekommen. Da muss ich auch noch hinfahren. Mache ich hoffentlich dann morgen, weil ich brauche die Kompressionsstrümpfe endlich. Vielleicht hilft es dann so ein bisschen. Ja, also ihr seht, eine Schwangerschaft ist halt viel für den Körper. Und wenn man dann noch über 40 ist, dann ist das auch noch mal ein Next Level. Also wie gesagt, merke ich schon, es wird immer anstrengender. Also ich hoffe, euch hat der Vlog für diese Woche gefallen. Mittwoch kommt wieder ein neues Rezeptvideo und dann sehen wir uns hoffentlich nächsten Sonntag bei einem neuen Vlog wieder. Also bis dann, meine Lieben, und bleibt gesund.